Das hier ist das Point-System und meine Geheimwaffe gegen schlechte Gäste in meinen Ferienwohnungen. Und warum du dir überlegen solltest, dir dieses coole Tool auch für deine Ferienwohnung zuzulegen, das erfährst du in diesem Video. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei B&B Pro Hosting. Mein Name ist Hendrik Kuhlmann und auf diesem Kanal erfährst du alles rund um den Betrieb von Ferienwohnungen und den Aufbau eines Businesses mit Airbnb und Co. Und überleg dir daher, wenn dich das Thema interessiert, den Kanal vielleicht zu abonnieren, hier unterhalb des Videos. Und lass uns starten mit der Geheimwaffe gegen schlechte Gäste. Yes, YouTube. Also, lasst uns mal reinschauen, wie dieses Minute-Point-System aussieht. Und ich packe das Ganze hier einfach mal aus. Denn dieses Gerät ist wirklich Gold wert. Kommt in so einer kleinen Verpackung, ist gar nicht groß. Und wenn du das Ganze aufmachst, dann hast du hier eine kleine Anleitung dazu. Und natürlich das Gerät als solches. Und das Minute-System sieht so aus. Sieht aus wie ein Rauchmelder, kommt auch an die Decke wie ein Rauchmelder. Und was dieses Gerät macht, ist verschiedene Sachen innerhalb deiner Ferienwohnung, deines Airbnbs monitoren. Zum Beispiel wird die Lautstärke in deiner Wohnung überwacht. Das heißt, du hast einen Dezibelgraphen und kannst immer genau sehen, wie laut es in deiner Ferienwohnung ist. Und das ist super wichtig, um eben zum Beispiel Partys vorzubeugen oder wenn irgendwie was Kurioses in deiner Ferienwohnung los ist, direkt Bescheid zu bekommen. Außerdem überwacht dieses kleine Gerät auch noch Temperatur, Luftdruck und über Infrarot auch Bewegung. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch feststellen, ob deine Gäste vielleicht zu überheizen oder die Fenster auf sind im Winter und die Wohnung irgendwie super kalt ist. Und das Ganze kommt praktischerweise alles in eine App für dein Smartphone. Ich blende dir hier einfach verschiedene Ansichten dieses Gerätes ins Video ein und du kannst auch Grenzwerte festlegen. Das ist insbesondere für die Dezibel ganz spannend und was ich empfehle, ist wirklich 85 Dezibel als Grenzwert einzustellen. Denn was passiert, wenn 85 Dezibel für eine Zeit von 5 Minuten überschritten werden, ist, dein Handy wird dir einen eigenen Alarm schicken. So, und das ist natürlich für dich essentiell wichtig, damit du direkt eingreifen kannst. Und dieses Gerät ist quasi nicht invasiv, das heißt, du kannst es in deinen Ferienwohnungen aufhängen. Das ist kein aktives Überwachungsgerät, geht daher auch konform mit den Nutzungsbedingungen von Airbnb und Co. Du musst darauf hinweisen, dass du so ein Gerät verbaut hast, aber du kannst es einsetzen. Und ich habe diese Geräte in allen Ferienwohnungen von uns drin, ganz einfach, damit wir eine regelmäßige Überwachung haben, ne? Damit einfach keine Partys stattfinden und ganz selten springt er auch entsprechend an und dann kann ich sofort reagieren. Das heißt, ich kann die Gäste kontaktieren, kann sagen, hey, ich habe eine Lärmbeschwerde aus dem Haus bekommen, ihr seid zu laut, letzte Warnung und kann ebenso Partys vorbeugen bzw. auch wirklich dagegen angehen und erfahre es eben selber und nicht von meinen Nachbarn, die sich dann irgendwann über den Lärm beschweren oder schlimmstenfalls die Polizei rufen. So, wie bringt man dieses Gerät an? Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Kommt hier mit so einer kleinen Metallplatte, da ist hinten drauf ein ziemlich starker Kleber dran. Das heißt, du kannst den Kleber hier entsprechend ablösen, klebst diese Metallplatte an die Decke und dann kommt dieses Minute-Gerät einfach entsprechend wieder drauf. Hier auf der Rückseite vom Gerät kannst du es dann auch einschalten oder ausschalten. Gibt es hier eben diesen On-Off-Switch. Und das Schöne ist, wenn das Gerät einmal installiert ist und es jemand von dieser Platte abnimmt oder ausschaltet, dann wird dich die App entsprechend auch benachrichtigen. Von der Positionierung her empfehle ich immer, das Ganze irgendwo in dem Bereich zu platzieren, wo potenziell bei so einer Party wirklich am meisten los ist. Das heißt, entweder im Bereich der Küche oder vielleicht im Flur zwischen Küche und Wohnzimmer oder im Wohnzimmer. Da habe ich das immer aufgehängt, also entweder in dem Gang zwischen der Küche und dem Wohnzimmer oder im Wohnzimmer selber, weil wenn eine Party stattfindet, wo ist denn dann wirklich am meisten los? Ja, eher weniger in den Schlafzimmern, aber mehr in der Küche, ja, da werden sich Getränke geholt oder dergleichen. Und
entsprechend natürlich im Wohnzimmer, wo man dann zusammensitzt oder zusammensteht in diesem Sinne. So, was ist noch dabei bei diesem ganzen Kit? Noch ein paar Kleinigkeiten, denn das Ganze muss ja auch geladen werden. Es kommt noch so ein kleines Ladegerät dazu, beziehungsweise ein USB-Ladekabel kann man einfach anstecken und da kannst du deine Reinigungskraft bitten, dass sie zum Beispiel einmal im Monat eben dieses Gerät während der Reinigung abnimmt und an die Ladung steckt, damit sie es eben auflädt. Außerdem kommen hier noch so kleine Warnzeichen mit, die du jetzt irgendwo in deine Wohnung kleben kannst. Kann praktisch sein, ich nutze die nicht, aber da steht entsprechend drauf, dass diese Wohnung oder dieses Zuhause eben überwacht wird. Ja, also das kannst du nutzen und natürlich gibt es auch noch ein Kit bzw. Schraube und Dübel, damit du diese Metallplatte nicht nur an die Decke kleben kannst, sondern sie eben auch dort anbohren kannst. So, was kostet das Ganze? Das Minute-Point-System liegt so zwischen 130 und 160 Euro bei Amazon. Es variiert da immer mal ein bisschen und ist wirklich sein Geld echt wert. Das heißt, du hast ein gutes Gefühl mit den Gästen, die in deiner Wohnung sind. Wenn du vielleicht bei einer Reservierung dir denkst, kommt mir das alles merkwürdig vor, kannst du auch mal reinschauen, wie ist denn eigentlich die Lautstärke in der Wohnung. Und das Coole ist, dadurch, dass dieses Gerät eben auch mit Infrarot überwacht, hast du auch die Möglichkeit, einen Alarm einzuschalten. Das heißt, du kannst das Ding auch als Alarmanlage verwenden. Wenn du zum Beispiel gerade Leerstand hast und keine Gäste da sind und auch keiner in dieser Wohnung sein sollte, kannst du das eben dafür nutzen. Und das Gerät reagiert eben auch auf andere Alarmtöne. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Feuermelder losgeht, dann registriert dieses Minute-System, dass ein Feuermelder oder ein Alarm losgegangen ist und benachrichtigt dich dann entsprechend auch. Ist super praktisch und du kannst eben auch mehrere Sensoren mit dieser App verbinden. Das Ganze musst du einmal ins WLAN einloggen, legst dann in der App das Minute-Point-System an, beziehungsweise den Sensoren an, bezeichnest den und dann hast du auch alles wunderbar an einem Platz in einer App. Wie gesagt, ich blende dir hier mal die verschiedenen Ansichten ins Video ein. Und mich würde natürlich interessieren, was sind so deine Maßnahmen, um irgendwie Partys vorzubeugen, um schlechten Gästen vorzubeugen. Das heißt, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, was eben deine Maßnahmen sind und wie du damit umgehst. Und like auf jeden Fall dieses Video, wenn dir das weiterhilft und du dieses System vielleicht noch gar nicht kanntest. In jedem Fall meine vollste Empfehlung für das Minute-Point-System und wirklich die Geheimwaffe gegen schlechte Gäste. Denn wenn in deiner Wohnung was los ist, dann kannst du sofort reagieren und das kann wirklich unbezahlbar sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir weitergeholfen habe und dir mal ein schönes Tool gezeigt habe, was du für deine Ferienwohnung nutzen kannst. Und wir sehen uns bald wieder. Cheers und bye bye.